Willkommen zurück bei Watch David, deinem Uhrenkanal. Hier dreht sich alles rund um Uhren und heute zeige ich dir die neue MRG von G-Shock. Die kommt nächstes Jahr raus. Weltpremiere. Ich bin der Erste, der sie in der Hand hat. Und wenn dich sowas interessiert, lass gerne ein Abo da. Hier dreht sich alles rund um Uhren, Microbrands, G-Shock, coole Marken, Swissmade und. Der ganze Mix ist alles dabei. Ich freue mich, dass du da bist. Und es gibt noch eine kleine Überraschung. Die gucke ich mir dann mit dir auch an, nach einem kurzen Trailer. Dran denken, Leute, am Montag kommt der Urknall raus und die neue MTG ist seit Freitag im Handel. Jetzt wieder David von Watch David. Schön, dass du wieder da bist. Heute zeige ich dir diese coole G-Shock MRG B5000R. Guck mal hier. Schön mit der Schließe. Donnerstag war der letzte Tag des 40-jährigen Jubiläums und seit Freitag, sprich gestern, geht es wieder seinen in Anführungsstrichen gewohnten Gang. Aber da kommt schon wieder das nächste. Ich sage jetzt noch nicht zu viel. Seid also gespannt, was da noch kommt. Jetzt kommt mal wieder eine in Anführungsstrichen normale MRG raus, die zu den anderen B5000ern super passt. Es gab ja die B5000B, die hatte ich ja auch schon mal da, die hatte ich auch schon im ausführlichen Test. Und die gleiche Variante gab es ja in Silber und dann gab es die gleiche Variante auch mit Negativdisplay mit den blauen Akzenten. Die fand ich auch ziemlich cool. Und jetzt kommt eben die neue, die sich wieder dazu gesellt. Eine Hommage an die 5000er aus dem Jahr 1983. Sehr, sehr cooles Design. Die Lünette verfügt über eine Multi-Guard-Technologie. Sie besteht aus 25 Einzelteilen. Dadurch kann man die einzelnen Teile super gut polieren. Und deswegen kommt dann auch so eine Uhr raus mit den besten und feinsten Oberflächen. Dann haben wir hier Cobarion, eine perfekte Veredelung. Super hart. Und dann wird das schön poliert. Und das ist halt wirklich sehr, sehr cool. Sehr, sehr geil gemacht. Die Oberflächen der MRG-Serien sind halt schon echt der Knaller. Das kann man nicht anders sagen. Die Knöpfe sind IP beschichtet in Gold, eben auch als Hommage an die allererste. Hier auch der goldene Rand zu sehen. Ja. Dann haben wir hier das Dura Soft Band, schön weich. Gefällt mir sehr gut. Mit dem Muster als Hommage an die allererste 83er mit den goldenen Akzenten. Dann haben wir hier die Faltschließe, klassisch. MRG Titan. Ja, hier ist die Uhr am Handgelenk. Ja, ist halt eine typische Square, eine typische in Anführungsstrichen MRG und durch den Mix, dass nicht alles aus Metall ist, sondern dieses Dura-Soft Band hier noch dabei ist und unten wieder mit der Titanschließe. Also ihr habt hier echt Platz, also ist für massig riesige Arme gedacht. Kann man hier ordentlich was rausschneiden. Ja, trägt sie sich halt, ja, sie fühlt sich halt dadurch angenehmer an, ne? Oder, na, angenehmer will ich nicht sagen, anders an. Sagen wir es mal so, sportlicher. Sportlicher fühlt sie sich an. Sie fühlt sich dadurch einfach sportlicher an, als wenn jetzt alles aus Titan wäre. Was sagt ihr denn zu der Uhr? Ich bin mal gespannt. Findet ihr denn die Variante mit dem roten Rand cooler oder jetzt die hier mit dem gelben Rand? Das würde mich mal interessieren. Verpackung müssen wir mal sehen. Die bisherigen MRGs, die normale in Anführungsstrichen, kamen immer in dieser weißen Verpackung. Und im Inneren war dann die Hochglanzkiste. Ihr erinnert euch an das B5000er Video, die schwarze. Ich gehe davon aus, es gibt noch keine Informationen, dass die Uhr auch in dieser Verpackung kommt. Und das ist praktisch eine Uhr, so wie die anderen
nach dem Motto, ich bin immer im Ladengeschäft erhältlich. Also sie sind nicht limitiert und mich bekommen sie jederzeit, es sei denn, es gibt gerade einen Engpass, aber ich bekomme die Uhren jederzeit im G-Shock Store und ähnliches gekauft und deswegen ist es in Anführungsstrichen eine Standard-MRG, wenn man bei MRG überhaupt von Standard reden kann. So, und hier seht ihr jetzt nochmal das Datenblatt mit allen Specks drauf. Könnt ihr gerne Pause-Taste drücken und könnt euch das nochmal in Ruhe durchlesen. 3.100 € wird die Uhr kosten und sie kommt Anfang Februar in den Handel. Mein Fazit: guck dir die Uhr mal genauer an. Guck mal hier, also wenn du auf MRG, G-Shock und ähnliches stehst, dann kommst du an dieser Uhr sowieso nicht vorbei. Kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist eine super Haptik. Und ja, die Uhr macht einfach Spaß. Ich bin gespannt auf deinen Kommentar, auf deine Meinung zu der Uhr und wie du die Uhr findest. Und gib mir bitte gerne auch mal eine Info rein, welche G-Shock ich für dich mal vorstellen soll. Das interessiert mich auch sehr. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Daumen nach oben da lassen. Ich freue mich und wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein, mach's gut, ne? Ciao. Dann habe ich ja gesagt, ich zeige dir noch mal ganz kurz die MTG, die neue, die seit Freitag im Handel ist. Light Up the City. Die gucken wir uns gerne im ausführlichen Review nochmal genauer an, wenn dich das interessiert. Gib mir da bitte eine Info rein. Dann mache ich davon ein eigenes Review. Und zwar ist das die MTG B2000YR. Light Up the City. Und dann gibt es hier noch zwei Videos. Hier und hier. Da kannst du jetzt mal draufklicken. Hier, nimmst du das oder nimmst du das? Nimm das, das oder das? Klick jetzt. Jetzt.